Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner indisch-pakistanischen Kochvideos. Auf Wunsch einer Zuschauerin kochen wir heute ein leckeres Hähnchencurry mit grünen Bohnen. Wie das die indische Küche so an sich hat, wird auch dieses leckere Curry mit vielen verschiedenen exotischen Gewürzen gekocht, die dem Gericht ein unverwechselbares Aroma und Geschmack verleihen. Üblicherweise isst man dann solch ein Curry mit dem selbstgemachten indisch-pakistanischen Fladenbrot. Das Video dazu werde ich euch dann noch verlinken, inshallah. Wir fangen zuerst damit an, die grünen Biobohnen von ihren Enden zu befreien, bevor wir die Bohnen dann in einem Sieb waschen werden und sie dann klein schneiden werden. Dazu werden wir mehrere Bohnen zusammennehmen und sie dann ungefähr in 4 Teile aufteilen, so wie wir es hier jetzt sehen. Für dieses Gericht habe ich etwa 350 Gramm Bohnen verwendet. Die sehen dann so aus, nachdem wir sie dann fertig geschnitten haben, und die stellen wir dann zur Seite und werden jetzt die Soße beginnen. Dazu benutzen wir wieder das mild gedämpfte, geschmacksneutrale Kokosöl, geben das in einen Topf und geben dazu eine gehackte Zwiebel hinzu, braten die so lange an, bis sie anfängt so etwas braun zu werden. Dann kommt Ingwer dazu, etwa 4 cm gerieben und etwa 5 bis 6 gepresste Knoblauchzehen. Und dann braten wir die 3 Zutaten weiterhin an, bis sie richtig braun sein werden. Sobald wir das Stadium dann erreicht haben, werden wir kurz etwas Wasser hinzugeben, damit nichts anbrennt, bevor wir dann die Gewürze hinzugeben werden. Was die Gewürze betrifft, nehmen wir jeweils 1 Teelöffel Garam Masala, Kreuzkümmel gemahlen, Chili nach Geschmack nur, Pfeffer auch nur nach Geschmack, Koriander selbst gemahlen und Kurkuma. Wenn möglich, sollte man die Gewürze selbst mahlen. Die haben dann einfach ein sehr viel stärkeres und intensiveres Aroma und sind so auch sehr viel gesünder. Jetzt nehmen wir einen ganzen Becher Bio-Naturjoghurt. Den geben wir jetzt dazu, um die Gewürze abzulöschen. Verrühren alles gut und geben noch den Rest vom Joghurt hinzu. Den hatte ich so nach und nach hinzugegeben, nicht alles auf einmal. Und dann werden wir auch bald schon die passierten Tomaten hinzugeben. Das sind 125 Gramm. Die hatte ich hier vorher gefroren gehabt. Die tauen wir kurz auf, verrühren alles gründlich und geben dann, sobald wir das jetzt hier aufgetaut haben, geben wir dann das Fleisch hinzu. Ich hatte hier jetzt 2 Hähnchenschenkel in jeweils 6 Teile aufgeteilt, die wir vorher von ihrer Haut befreit hatten. Und jetzt geben wir etwas Wasser hinzu, indem ich dieses Joghurtpäckchen nochmal ausgespült habe mit etwas Wasser. Mehr Wasser werden wir hier nicht hinzugeben. Und jetzt kommt noch so ein kleines Tellerchen von dem Boxhornklee hinzu. Das ist ein gehäufter Esslöffel. Dieser Boxhornklee sollte unbedingt zu diesem Gericht hinzugegeben werden. Der gibt dem Ganzen ein ganz, ganz einzigartiges Aroma und Geschmack. Das Hähnchen wird dann zugedeckt auf kleiner Flamme so lange köcheln gelassen, bis es fast ganz gar ist. Und dann, sobald das der Fall ist, geben wir dann die Bohnen hinzu. Bringen nochmal alles kurz wieder zum Kochen und köcheln das Ganze weiterhin auf kleiner Flamme so lange, bis auch die Bohnen gar sein werden. Da Hähnchen und Bohnen beide selber nochmal Wasser lassen werden, haben wir hier ziemlich so viel Soße, wie wir sehen, obwohl wir kaum Wasser hinzugegeben hatten. Und deshalb werden wir jetzt diese Flüssigkeit verdampfen lassen, indem wir das Ganze auf großer Flamme einreduzieren lassen, bis die Soße eben auf ein Minimum reduziert wurde, wie wir das jetzt hier sehen. So sollte das dann aussehen, denn dieses Gericht wird nicht mit viel Soße gekocht, sondern eben nur mit sehr wenig. Und das muss dann am Ende so aussehen. Und wir haben das gerade mit gefrorenem Koriander noch dekoriert. Man könnte natürlich auch frischen Koriander dazu nehmen. Der gibt dem Gericht nochmal ein leckeres Aroma und Geschmack. Ja, und damit haben wir dieses herrliche Hähnchencurry mit grünen Bohnen auch schon fertig gekocht. Das Hähnchenfleisch sollte ganz zart sein, wenn es dann fertig gekocht ist. Ja, und dieses exotisch duftende und köstlich schmeckende Hähnchencurry kann man dann mit dem pakistanisch-indischen Fladenbrot zusammen essen. Das Video dazu werde ich euch hier oben in der Infokarte verlinken. Das war es dann für heute. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachkochen dieses leckeren indischen Gerichts. Guten Appetit